Was gibt's denn da zu grinsen? 1, 2. Ja, so läuft das, ne? Hallo, herzlich willkommen bei Piranha Becken TV. Wir haben uns mal in Schale geworfen, ne? Hallo. Frisch und neu, alter Klepper, ne? Ist klar. Also, ne, alt und, naja, gut. Also, was wir jetzt machen wollen, ist was Aktuelles eigentlich, ne? Genau. Also was Frisches, was so, hui, frischer Wind durchs Hirn, Brainstorming, was so in nächster Zeit läuft. Und zwar in Real Life. In Real Life? Boah. Kennen wir das noch? Ab und zu. Ein bisschen, ne? Ja, also der Sommer, der war ja jetzt so ein bisschen verregnet teilweise. Ja, hatten wir uns eigentlich auch ein bisschen anders vorgestellt, ne? Das ist so ein bisschen mehr gediegenes, schönes Wetter, aber ich hoffe doch, für die meisten von euch waren ein paar richtig schöne Tage dabei. Und jetzt setzen wir ein bisschen auf den Herbst. Ja, ich weiß, der Sommer ist noch nicht vorbei, aber im Herbst haben wir so ein bisschen was geplant. Und wir dachten, wir lassen euch daran teilhaben, weil vielleicht mag der ein oder andere von euch ja auch dazukommen. Dann ist es ein bisschen lustiger. Genau. Ja, also wo denn? Real-Life-Events. Wie denn? Was denn? Fangen wir mal mit dem ersten an. Wir hatten ja schon mal erzählt, dass wir im 3-Monatstakt häufig eingeladen waren bei Kultur aus der Konsole. Das ist ein kleines Gaming-Format auf einer Bühne, wo über Computerspiele gesprochen wird und Trailer und alles, was dazugehört. Das fand regelmäßig in Düsseldorf statt im ZAK. ZAKK. Das ZAK ist ein soziokulturelles Zentrum, das einlädt zu verschiedensten Veranstaltungen und dreimal im Monat wäre schön, ne? Alle 3 Monate findet einmal halt Kultur aus der Konsole statt. Diesmal... Wenn es erlaubt ist, natürlich immer, ne? Genau, ja. Was halt, deswegen ist es immer so eingeschränkt erzählt, weil ist halt ab und zu ausgefallen. Könnte auch jetzt passieren, man weiß es nicht, ne? Ich rechne aber nicht damit. Ich rechne nicht damit. Das müsste schon echt blöd laufen. Darum erzählen wir es euch trotzdem. Ja. Diesmal findet die Kultur aus der Konsole nicht in Düsseldorf statt, sondern in Wuppertal. Wuppertal in der Börse, wer sie kennt. Ich war tatsächlich noch nie wirklich da, habe aber schon mal davon gehört, weil bin in der Nähe davon aufgewachsen. Und in der Börse soll es auch nett sein. Und dort bin ich als Gast geladen und wir werden beide dorthin gehen. Und da kommen vielleicht noch ein paar andere Leute hin. Von ein paar weiß ich schon, die interessant sind. Vielleicht mögt ihr ja auch noch dazu kommen. Ihr könnt unter die Börse Kultur aus der Konsole die Seite im Internet finden und dort einfach mal schauen, ob ihr ein Ticket kaufen mögt oder vorbeikommt. Das sind die Informationen, die wir haben. Da werden wir natürlich auch ein bisschen was erzählen zu unserem aktuellen Projekt und so. Also, aktuelles Projekt. Alter Klepper, aktuelles Projekt. Genau. Und dann gucken wir uns ein paar neue Trailer an von Spielen, die dann noch kommen werden und so. Guckt es euch einfach mal an. Das ist die eine Veranstaltung. Das ist, ach so, genau, das Wichtigste vergessen. Ist egal wann, aber seid pünktlich. Egal wann, genau. So, das ist am 19. September. Am 19. September, irgendwann abends, in Wuppertal. Ich nehme an, was weiß ich, so 18 Uhr oder so geht's los. Ich weiß aber nicht genau. Ja. Guck mal nach. Genau. Also. Ich verlinke mal die Seite unten auf diesem Video. Da unten in der, wie nennt man das? In dem Description, Gedönsigkeit. So heißt das. Ja. Und da werdet ihr das finden. Genau. Ja. Was gibt's denn noch dieses Jahr? Also Events 2021 ist ja nicht das komplette Jahr mit gemeint, sondern so der schäbige Rest vom Schützenfest. Ich meine, das Anfang des Jahres war ja auch nicht so viel, deswegen sind das jetzt die Events 2021, die wir mitnehmen können. Überhaupt. So, ne? Immerhin findet überhaupt was statt. Also das zweite Event findet dann tatsächlich im ZAK in Düsseldorf statt. Hatten wir schon mal die letzten Wochen irgendwann kurz angemerkt. Ja.
Und zwar am 10. Oktober. Das ist ein Sonntag. Die Gaming Days in Düsseldorf. Wenn man Gaming Days Düsseldorf eingibt oder zack, dann kommt man tatsächlich auch auf die eigene Website. Ne? Das ist www.gamingdays.org und dort sieht man das Programm über 2 Tage, Samstag und Sonntag. Am Samstag findet aber vor allen Dingen abends eine sowas wie eine Party statt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da sind alle eingeladen, einfach zu kommen, ein bisschen zu bummeln. Die haben da einen sehr schönen Biergarten, wo man sein kann. Und auch da kann man Tickets kaufen. Die Seite ist auch schon online. Und am Sonntag findet dann das Programm der Gaming Days statt. Da sind wir nicht die Einzigen, die kommen. Also wir werden mit ein paar Piranhas am Start sein. Dense 86 kommt hin. Genau, der wird ein bisschen was zocken und zeigen. Dann sind Sluggerfly sind da und zeigen irgendwie Indie-Sachen. Es sind verschiedene Redakteure vor Ort, die Sachen erzählen. Und es gibt also tatsächlich ein volles Programm auf 2 Bühnen, so wie ein kleines bisschen Mini-Gamescom-Feeling. Aber ganz mini. Aber wer es vermisst, der kann uns da live vor Ort tatsächlich dann auch antreffen und da werden wir natürlich auch noch mal ein bisschen was zeigen. Ja, das sind so die Events, die sicher, also was heißt sicher, die dieses Jahr halt stattfinden sollen. Ne? Wo wir stattfinden. Wo wir in Persona stattfinden, wo wir halt hingehen, ne? Ja. Weil der Rest war ja alles irgendwie bisschen. Wenn ihr immer schon wissen wolltet, wie wir in Real Life aussehen, dann wäre das eine Gelegenheit, so kann man das sagen. Genau. Ja. THQ plant auch noch ein paar Sachen. Genau, richtig. Es wird natürlich auch vieles digital stattfinden. Das sei an dieser Stelle auch angemerkt. Wir werden vor den Veranstaltungen jeweils das Ganze auch nochmal auf unseren Social-Media-Kanälen kundtun. Ja. Also lohnt es sich da vielleicht reinzuschauen, um zu gucken, was ist denn jetzt, was machen die denn noch so, denn dort werden nicht nur die Real-Life-Events angekündigt, sondern auch natürlich die digitalen Sachen, die da auch noch kommen. Da ist nämlich auch einiges geplant. Sobald es da Konkreteres gibt, werden wir das entsprechend posten oder erzählen. Ja, genau, das waren so die wichtigsten. Die anderen Sachen sind leider noch nicht konkret genug, als dass wir die hier ausführen können, aber da, wie gesagt, da kommt dann noch was. Logischerweise. Ja. Wir haben ja jetzt ein paar Sachen angekündigt, die wir machen, ne? Und die ganzen Events, die ausgefallen sind oder wo wir halt nicht stattfinden konnten, das ist eine ganze Menge und irgendwie vermissen wir die auch, ne? Das heißt also, wenn wir da auch hinkommen, so, dann werden wir auch irgendwie das volle Programm auskosten da, so, ne? Also, wo sind wir früher immer hingegangen? Auf die RPC, Gamescom, ja, auf die E3 sind wir gegangen, TwitchCon, Dreamhack, sowas, solche Dinge, die alle stattfinden, so, oder stattfanden. Ich hätte jetzt fast gesagt, das sind alles die Sachen, die in Deutschland stattfinden. Nee, das sind ein paar andere Sachen, so E3 ist um die Ecke, ne, also, da, so. Aber, ich sag mal so, wir haben versucht, es möglich zu machen, soweit wie es ging. Ja. Und das ist echt davon übrig geblieben im Endeffekt, weil man Planungssicherheiten braucht für diesen ganzen Kram dann immer. Und die war halt nicht gegeben. Gerade wenn man dann immer investiert und sagt so, ne, man geht jetzt irgendwie zum Beispiel auf die Gamescom mit einem Riesenstand und macht dann da und hast dann nicht gesehen. Das ist halt sehr viel Aufwand, sehr viel logistischer Vorbereitung, meistens ein halbes Jahr vorher und so weiter. Da fängt man dann damit an und so weiter. Deswegen sind diese Dinge immer so schwierig. Ja, dass man da entsprechend dann auch jetzt in so einer Zeit wie heute, die ja alles andere als sicher ist, so, na, wird besser. Ja, aber ist halt immer noch ein bisschen. Schauen wir mal. Ja, und auch Vorbereitung ist immer mit Kosten verbunden, ne? Deswegen überlegen sich viele, wie viel Vorbereitung stecke ich jetzt rein, in der Hoffnung, dass es stattfinden kann. Jede Veranstaltung braucht momentan ein Hygienekonzept und da muss irgendwie jemand da sein, der guckt, wer kommt denn da rein und so. Das ist halt logistisch gar nicht so einfach. Aber ich für meinen Teil freue mich volle Kanne drauf, dass überhaupt was stattfindet. Ja. Da werden wir ordentlich ein Los machen, unser Bühnenspektakel, ne? Also das wird sich lohnen für die Leute, die kommen.
Wir haben damals immer gesagt, so groß gegen klein. Haben wir mal bei so einer Piranha Bytes Session hier, ne? Piranha Becken TV mal ausgeführt. Und wir stehen schon auf die großen Sachen, aber jetzt, wo die kleinen stattfinden, dann müssen die halt da irgendwie für herhalten, ein Stück weit. Ne? Wir waren auf ein Treffen von Games NRW, Mediennetzwerk, so, ne? Und das war schon irgendwie, da stand man voneinander wie, hi, hallo, da sind die Slarfly, oh, guck mal, Nerdstar, oh, hallo, ja. Und dann stand man da rum mit seinem Getränk, so. Wie damals irgendwie die Highschool-Musical, die Bekloppten, die Nerds, die in der Ecke stehen, so, die dann gucken, wie andere tanzen, so haben sich alle verhalten, ja. Und es ist irgendwie ganz, soll ich das sagen, schon sehr awkward gewesen, dieses awkward silence, ne. Hat man sich so ein bisschen, eine Stunde später gab es ein bisschen was zu trinken und so weiter, dann ging das schon, ne, aber zu dieser Veranstaltung, ne, musste man natürlich auch hier 3G, ne, getestet, genesen oder geimpft sein und sowas, ne? Das heißt, da konnte man eigentlich sagen, okay, wovor hat man denn Hemmungen, da irgendwie mal hinzugehen und zumindest mal irgendwie, es war alles draußen und so, ne? Aber trotzdem, das war irgendwie, man ist völlig Alien so, ne? Ja, das ist so irgendwie die erste Veranstaltung gefühlt nach Ewigkeiten. Ja. Man kam dann so aus seiner Höhle gekrebst. Ja. Und denkt so, oh mein Gott, das sind Menschen. Ja, habt ihr das auch so empfunden? So? Seid ihr auch mal auf so ein Event gegangen irgendwie? Und habt ihr das auch so empfunden? Also ich habe will jetzt nicht sagen Menschenscheu oder so, ne? Aber ist schon irgendwie, man weiß nicht so, okay, hier Brofist und wink, ich mach mal so, pock. Diese komischen Allüren, die man sich dann so angeeignet hat über die Zeit, ne? Ist schon ein bisschen komisch, oder? Ja, das ist so, ich würde das vergleichen, wenn du einen Automatikwagen fährst und du fährst die ganze Zeit Automatikwagen und irgendwann, nach Monaten, fährst du dann wieder mit Kupplung. Ist mir gerade passiert, ja. Ja, dann ist das auch irgendwie, du weißt noch irgendwie, wie es geht, aber es ist komisch. Wenn du dann wieder Automatik fährst, ne, dann hast du deinen Kupplungsfuß, ne, und der will dann auf die Kupplung drücken, weil du an der Ampel stehst. Du musst halt aufpassen, dass du nicht mit volle Suppe irgendwie auf die Bremse trittst. Dann ist der Beifahrer im Kofferraum, also ich meine im Beifahrer Handschuhfach. Ja, gut, okay. Was erwarten wir von der Messe oder von diesen Veranstaltungen, wo wir hingehen? Wir erwarten auf jeden Fall ein sehr lockeres Beisammensein, dass wir unsere Sachen vermitteln können, dass wir eure Fragen beantworten können, die ihr habt. Und im direkten Gespräch ist das auch immer sehr viel einfacher. Ne? Wir sammeln ja sehr viele Fragen auch, und um die hier zu beantworten. Und Jenny hat da mit Sicherheit auch was vorbereitet. Du hast bestimmt auch eine Community-Frage. Ich hätte eine Frage zu eurem Editor bzw. Dialogsystem. Dazu gehört ja nicht nur Texte in ein Dokument zu schreiben, sondern auch abfragen, wann die Dialogoption angezeigt werden darf. Zum Beispiel nur während einer Quest. Und eventuell zusätzliche Aktionen, wenn die Option ausgewählt wurde. Zum Beispiel eine Variable setzen oder eine Quest beenden und so weiter. Ich habe mir dazu verschiedene Entwicklervideos angeschaut und einige verwenden dazu Editoren, wo die Texte in einem Tree View angetragen werden, also so ein Baum, ne? Ja. Und dort dann direkt zusätzlich die anderen Bedingungen dazu eingetragen werden. Was man auch oft hört, sind grafische Dialogsysteme, wo die Dialoge als Notes eingefügt werden und dann miteinander verbunden werden. Jetzt würde mich interessieren, wie euer Dialogsystem ungefähr aussieht, und gibt es bei euch auch Leute, die wirklich nur Dialogtexte schreiben, oder müssen diese das direkt im Editor machen? Und wie wird das eigentlich gemacht? Okay, also wir sind etwa 5 Leute, die an Dialogen schreiben. Davon gibt's 3 Leute, die die Löwenarbeit machen, und 2 Leute, die sich auch mit um die Welt kümmern und auch andere Sachen wie Achievements und so weiter. Und es ist immer ein Mischjob, den man hat, weil Dialoge schreiben, die Dialoge, die eigentlichen Sachen, das macht man in 1/3 der Zeit eines Projektes etwa. Die restliche Zeit bereitet man vor, designt man und arbeitet nach, wie zum Beispiel die Püppchen aufstellen und gucken, dass der Level dann auch zu dem passt, was man dann da geschrieben hat. Warum? Warum kann man nicht bis zum Schluss
weiter schreiben irgendwie, kann man schon, geschriebene Texte geht, die müssen dann aber auch noch in die Übersetzung und in Gnomisch und Orkisch und was weiß ich, was alles übersetzt werden. Da ist auch nochmal ein Rattenschwanz dran. Und die Dialoge selber, die schreiben wir irgendwo in der Mitte des Projektes. Und ja, das heißt also Ende des 2. Drittels etwa kommen dann die Sprachaufnahmen. Und dann kommen dann die Sprachaufnahmen auch ins Spiel und dann guckt man sich das an, was man da eigentlich fabriziert hat. Und dann muss man halt gucken, dass man das irgendwie auch so hinkriegt, dass das funktioniert. So. Und wie funktioniert die Mechanik? Das ist sehr kompliziert. Dann kann man auch Variablen setzen, habe ich gerade gehört, ja. Die sind natürlich sehr einfach. Man sagt irgendwie so, das habe ich jetzt gehört. Dann nennt man die Variable, Björn hat gerade wieder Blödsinn geredet. Wunderbar, 01. So, ja. Und dann weiß jeder sofort Bescheid, okay, hat er den Sermon wieder erzählt, okay, und dann kann ich darauf reagieren. Also nochmal, was ist eine Variable? Eine Variable ist, ich weiß etwas oder ich weiß es nicht. Ja. Ne, das kann man so jetzt für die Laien unter euch, also wenn er die Variable jetzt gesetzt hat in dem Moment und ihr guckt jetzt zu, dann die vorher schon zugeguckt haben, die haben die Variable gesetzt, weil sie das mitgekriegt haben. Das ist ein Ja- oder Nein-Ding, ein Bit. Genau. So, ja? Aber die vorher geguckt haben, die haben die Variable noch nicht und kennen sie noch nicht. Ja. Und so kann man diese Variable benutzen, um abzufragen, wann denn? Ja? Wenn die 1 ist, ja, dann habe ich Blödsinn geredet. Dann ist die Zum Beispiel. So, kompliziert. Schwierig. Aber eine Variable kann nichts. Die kann nur 0 oder 1 sein. Die kann nicht irgendwie laufen, ja, verkackt sein, erfolgreich sein oder noch nie von gehört haben oder sonstige Dinge. Dann kommt noch dazu, es gibt noch NPCs, die auch ihre eigenen Zustände haben, wie zum Beispiel, ich habe schon mal mit dem Player gesprochen. Ja, das kann ich den NPC sagen. So, ich habe schon mal mit dem gesprochen. Ja, den kenne ich. Das ist hier der Paul oder Erwin oder was auch immer. Ja, solche Dinge. Das heißt, da gibt es sehr viele Parameter, die wir den entsprechenden Entitäten geben. Und so wurschtelt man sich da durch. Eine grafische Darstellung könnte man tun, die verwirrt uns aber eigentlich nur. Ja, wir sind eher objektorientiert unterwegs. Das heißt, das Objekt selbst muss wissen. Ich muss mir ein Objekt angucken, das heißt einen NPC. Ich muss mir eine Info angucken, die ich anklicken kann. Dialogoptionen oder der Dialog, der dann da dranhängt, der automatisch abgespult wird, ist jetzt eine Info. Ja, oder halt irgendwie eine Quest, die verschiedene Zustände hat, die dann entsprechend abgefragt werden kann. Oder wenn sie zum Beispiel ihren Zustand ändert, passieren diverse Dinge, wie zum Beispiel ich kriege XPs und so viel, das weiß aber die Quest selber. Da steht nämlich drin, wie viel ich dafür kriege und so weiter. Das heißt, jedes von diesen 3 Entitäten, unterschiedlichen Dingen, hat ihre eigenen Properties, so nennen wir das, eigene Zustände oder halt Einträge und so, und die kann man dann jeweils immer abfragen, wenn man mit den anderen was tut, mit dem jeweils anderen. Und das ist nicht so trivial. Das ist sehr schwierig, das miteinander zu verbinden. Deswegen ist es auch was völlig anderes, als ein Buch zu schreiben. Ja, ne, das heißt, man muss schon aufpassen, wie man sowas startet, dass man sie dann, also es ist, ne, ich sage immer, beim Schreiben eines Dialoges muss man etwa 15 Parameter berücksichtigen, bevor man überhaupt eine dieser Dialogblöcke, die dann ablaufen, überhaupt erzeugen kann. Da muss man vorher sehr viele Sachen festlegen. Man muss auch wissen, wer der NPC ist, wie der aussieht, was der und so weiter. Muss man gucken, wie ungefähr die Dialogstruktur aussehen soll. Kommt der, sagt und ey, bleib mal stehen, komm mal hier hin, wie eine Wache zum Beispiel, oder und so weiter und so weiter. Das ist nicht trivial. Und ist in 2, 4, 5, 7 Minuten hier auch nicht erklärt. Aber so ungefähr funktioniert das System und wir benutzen keine grafische Darstellung. Um das wirklich zu lernen, braucht man halt so ein paar Jahre, ne? Also das nicht nur, wie das System funktioniert, das versteht man ja schon relativ schnell, sondern das wirklich zu lernen, wie man vernünftig damit umgeht, ohne dass man Bugs erzeugt und dass man einen schönen natürlichen Redefluss reinbekommt und solche Sachen. Das ist halt ein Handwerk für sich. Darum macht man das nicht mal eben, sondern lernt das tatsächlich richtig und hat auch nichts zu tun mit einer anderen schriftstellerischen Tätigkeit. Da lernt man wieder andere Dinge. Und der Vorteil von unserem, das finde ich immer persönlich ganz schön, ist von unserem System, wie wir das machen, ist, dass es ist nicht limitiert. Mit dieser Art und Weise können wir alles Mögliche darstellen. Das ist das Tolle daran. Und
Es gibt andere Systeme, die Ähnliches aufzeigen oder so Bäume, die sind häufig limitiert. Dann hat es irgendwann so seine Grenze. Du kannst nicht damit weiterarbeiten. Aber wenn du objektorientiert arbeitest, so wie wir das tun, dann kannst du im Grunde genommen jede Situation abbilden, die dir so einfällt, wenn man vernünftig mit dem System umgeht. Und das ist was ganz Tolles. Deswegen haben wir auch so viele Quests, die auch hintenrum spielbar sind und egal wem du zuerst begegnet bist und so, das erlaubt das System, ohne dass du sagen musst irgendwie, da hinten greifen mich die Wölfe an, plöpp, da kommt der Wolf und plöppt im Spiel auf. Sondern du kannst sagen, ist egal, ich habe den Wolf schon erschlagen, ne? Weil das System weiß das dann. Das ist toll. Wir machen auch mal sowas, ne? In den späteren Kapiteln. Oder auch mal, wenn man sagt, okay, da ist was Event oder geskriptet oder event-driven, so, ja, dass du zum Beispiel irgendwie, ich weiß ganz genau, gestern habe ich einen Gronk geguckt zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt diesen Schlüssel aufnehme, ja, dann passiert wieder irgendwas. Das weiß ich ganz genau. So, gucken wir mal. Ist kein Mensch da? Guck, jetzt nehme ich den Schlüssel auf. Da sind sie. Ne, hat er recht. Das ist ein Event-Driven. Ja klar, da weißt du, okay, jetzt ist wieder so ein Schlüssel, dann geht die Story weiter und dann kommen die Monster. Weiß man. Das ist Event-Driven oder geskriptet so, ja. Das ist natürlich eine Sache, die ist sehr linear. Und das sind halt so Events, die in so einem Spiel passieren, die lockern das Ganze natürlich selbstverständlich auf, sind aber auch für sich genommen auch eigene, kleine, gekapselte Systeme, ne? Und ob man die jetzt in Reihe schaltet oder nicht und solche Dinge, und darum geht es dann halt. Am coolsten ist ja halt, wenn du ein System hast, was beides erlaubt, so dass sich diese Sachen im Idealfall ergänzen und den Spieler auch ein bisschen überraschen können, dass er halt nicht weiß, wann wird jetzt irgendwas getriggert, wann passiert was Neues oder wie rum kann ich das jetzt spielen oder nicht oder doch, und dann überrascht ist, wenn das Spiel darauf reagiert, ne? Das ist ja das Coole daran, wenn man sagt, das kann das Spiel leisten, das ist ja cool, dann fühlt es sich nämlich immersiver an. Gut, hoffentlich beantwortet das ein bisschen diese Frage, es ist halt kompliziert, aber wir wuschen uns so durch. Genau. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche, wenn es heißt Bärenbecken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ja, man möchte dann und dann will man erklären und dann ne, ist immer dasselbe, oder? Wie quetsche ich jetzt 20 Informationen in einen Satz?